Ja, guten Morgen. Es ist jetzt kurz nach 5 Uhr an unserem dritten Tag. Wir sind gestern von Jola nach Camp Haiju gelaufen. Es war schon ein etwas interessanterer Trek, auch so 6-7 Stunden ungefähr gedauert, den Fluss entlang. Insgesamt aber relativ einfach zu laufen. Hinter uns ist der Baltoro-Gletscher. Da wollen wir uns heute hin auf den Weg machen. Und auf der von uns linken Seite wird dann die Trango-Gruppe sein. Leider hat es heute Nacht einmal geregnet und regnet auch jetzt relativ heftig. Ja, ich werde jetzt mal meine Sachen zusammenpacken, was frühstücken und dann schauen wir, ob wir uns jetzt schon auf den Weg machen oder noch ein bisschen abwarten. So, das große Problem jetzt aktuell ist, dass der Regen zwar aufgehört hat, es aber relativ viel geregnet hat und die Wolken immer noch bei so 3.500 Meter, also knapp über uns, vorbeiziehen. Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir uns auf den Weg zum nächsten Camp machen, die Gletscher überqueren. Das Problem ist, dass die nächste Campsite erdrutschgefährdet ist, besonders wenn es geregnet hat. Das heißt, alle sind noch am Beraten. Wir werden noch ein bisschen abwarten, gucken, wie sich das Wetter verändert. Das sind insgesamt 6 Stunden, das ist jetzt nicht so das Problem. Allerdings wäre natürlich schlecht, wenn wir dann auf die andere Seite kommen und stellen halt fest, es ist zu gefährlich, da zu campieren. So, die Entscheidung ist gefallen. Wir werden heute den Weg zum nächsten Basecamp gehen, wo das Wetter sich jetzt nicht merklich verbessert hat. Wir hoffen einfach, dass es stabil bleibt und keinen Erdrutsch gibt. So, hinter mir ist der Baltoro-Gletscher. Den werden wir jetzt überqueren, auf der anderen Seite dann am Hang entlang weiterlaufen bis zu unserem Lunchplace. Riesiges Ding, wirklich. Hinter mir sind eigentlich die Trango Towers, aber das Wetter ist so schlecht, dass man die leider nicht sehen kann. Zum Glück habe ich sie gestern Nachmittag gesehen. Und wenn ich so die Erfahrung der letzten 3 Tage ranziehe, ist es eigentlich immer so, dass nachmittags die Wolken zumindest teilweise verschwinden und es so ein kurzes Zeitfenster gibt abends, in dem es noch einigermaßen klar ist. Ich hoffe natürlich, dass wir von unserem Lager aus noch einen guten Blick auf die Trango Towers haben.
Wir haben jetzt gerade unsere erste Pause und weil es wieder regnet, habe ich mich mit meinem Gepäck unter meinem Regenschirm versteckt. Leider regnet es immer noch weiter. Wir müssen trotzdem weitergehen. Das ist hier nicht so ganz ohne, weil der Weg entlang des Steilhangs führt und oberhalb von uns ist eine sehr erdrutschgefährdete Zone, vor allem wenn es nass ist. Das heißt, wir müssen alle gut Ausschau halten und wir haben Anzeichen für den Erdrutsch. Ich weiß nicht, entweder rennen oder stehen bleiben in dieser Reihenfolge. Mal schauen. Das Gebiet ist hier besonders erdrutschgefährdet. Eben ist hier so ein Mini-Erdrutsch runtergekommen. Wir versuchen das möglichst zügig zu queren. Wir sind jetzt noch ungefähr 45 Minuten Gehzeit von unserem heutigen Lagerplatz entfernt. So richtig aufgehört zu regnen hat es eigentlich nicht. Es nieselt immer noch so ein bisschen. Es weht ein beständiger, kühler Wind. Auf der einen Seite ist es natürlich angenehm, weil wir nicht in der sengenden Hitze laufen müssen. Auf der anderen Seite, da hinten sind irgendwo die Trango Towers. Wir können sie nicht sehen. Die Wolken sind so auf 3800, 4000 Meter ungefähr. Und wir können halt überhaupt nichts sehen hier. Das ist schade. Wir hoffen, dass das Wetter besser wird. Wir haben vorhin 2 Porter getroffen, die vom K2 Basecamp kommen. 2 Guides. Und die haben uns erzählt, dass die Wettervorhersage für die nächsten 2 Tage doch deutlich besser sein soll. Also hoffen wir, dass wir noch was sehen. Ansonsten ist heute ein interessanter Track, anspruchsvoll, aber nach meinem Empfinden nicht so schwierig wie der Hispa. Ja, ich habe es fast nicht mehr zu hoffen gewagt, aber plötzlich war die Sonne da, plötzlich waren die Wolken weg und hinter mir
Das sind die Trango Towers. Noch nicht perfekt sichtbar, aber gar kein Vergleich. Also auf dem Track haben wir sie eigentlich gar nicht gesehen. So wie ich es mir gewünscht habe, eigentlich super. Ja, jeden Morgen ist die gleiche Routine. Wir stehen in der Regel so um 5 Uhr auf, filtern Wasser, packen unsere Sachen zusammen, lassen die Zelte noch ein bisschen stehen, dass sie trocknen können, frühstücken und machen uns dann auf den Weg. Heute Morgen ist es fast klar. Wir haben eine fantastische Aussicht auf die Trango Towers. Wahnsinnsaussicht. Wir sind jetzt vor circa einer halben Stunde von unserem letzten Basecamp in Kogurtse auf etwa 3750 Metern auf dem Weg zu unserem nächsten Lagerplatz und sind jetzt ungefähr bei 3900 Metern. Und während die letzten Tage so lala waren, teilweise interessante Ausblicke, teilweise gar keine, ist dieser Trek heute nichts anderes als spektakulär. Also es ist Wahnsinn. Hinter mir ist die ganze Trango Tower Gruppe. Das Wetter ist super. Man kann alle Gipfel sehen. Fantastisch. Ich hoffe, es bleibt so. Hinter mir ist der Horsasband-Gletscher. Und auf der anderen Seite die Trango Towers.
angekommen in Odukas. Knapp über 4000 Meter. Wir machen hier Rast, essen was zu Mittag und dann geht es weiter. Die letzten 200 Meter hatten es ganz schön in sich. Dafür haben wir eine Wahnsinnsaussicht. Fantastisch, oder? Ja, wir sind jetzt in Camp Urdukas auf 4015 Meter. Wir haben uns doch entschlossen, angesichts des fantastischen Wetters und der tollen Aussicht, heute hier zu übernachten. Also das ist das 4. Mal, dass heute 2 Hubschrauber uns vorbeifliegen. Das ist von Askari Aviations, das heißt, jedes Mal, wenn die fliegen, wird jemand geborgen. So in einem der Basecamps ist wohl ein Porter tödlich verunglückt, aber das erklärt nicht, warum der Hubschrauber so häufig fliegt. Es sind jedes Mal 2 Stück, einer zur Sicherheit noch da mit dabei, der aber keinen Patienten mit aufnimmt. Ansonsten haben wir super Wetter. Es könnte eigentlich nicht besser sein. Wir nutzen die Zeit, um ein bisschen Ausrüstung zu trocknen. Es sind insgesamt mit uns nur 3 kleine Gruppen hier. Und es ist noch relativ früh. Das heißt irgendwie noch nicht mal 12 Uhr. Also heute ist so ein entspannter Tag tatsächlich. Jemand hat eine Ziege neben meinem Zelt gelassen. Ich schätze mal, das ist jetzt meine Ziege.